I know I should say something. It's just... It took me so long to get into the society. I'll be damned if I quit because of one little comment. Still, if I don't speak up, who will? I swear, if it was anyone else in charge, I'd feel a little bit better about all this. I don't know. The society. Was she talking about Abraxas? Interessant. Wonder what message is waiting for me now. Haben wir gerade schon gemacht. So. Guck mal weiter. Genau, das ist die Timeline, in der... Oh, da drinnen ist ein... Fuck. This doesn't look so great for Gwen. Paralleluniversum Hinweis. Gemäß den Regeln und Richtlinien der Paralleluniversität wurde Gwen Hunter vorbehaltlich weitere Ermittlungen. Wenden Sie sich mit jeglicher Bedenken bitte an das... An was? An das Studentenamt. Okay. Aber da drinnen ist ein Portal. Finde ich ja faszinierend. Das heißt, wir kommen da vielleicht nochmal rein. I'm surprised Lucas agreed to do this. Campus auf dem Campus. Schießroutenlauf. Amüsiert euch mit uns bei Campus auf dem Campus. Wenn wir eine Feiertagstradition fortsetzen und dieses Jahr auch Tut anrüsten. Das Colmenero. Falls ihr dieses Jahr nicht die gewünschte Note erhalten habt, ist das eure Chance, zuletzt zu lachen. Präsentiert von der Snapping Turtle und der Apraxis-Gesellschaft. I wonder who took the time to censor Sophie's recipe. Probably not Sophie. Papas berühmte betrunkene Pfefferkuchenmänner. 7 Esslöffel ungesalzene Butter. 3/4 Tasse dunkler brauner Zucker. 2/3 Tasse Melasse. 1 großes Ei. 3,5 Tassen Mehl. 1 Teelöffel Backnatron. 1 Esslöffel. Viele Gewürze. Viele. Optional. Trink eine halbe bis eine Flasche Brandy. Prost, Safi. Was geheim süß. 3 Süßkartoffeln, 1 halbe Tasse Butter, 1 Tasse Zucker, 2 Teelöffel Vanille, 2 große Eier, 1 halbe Tasse Milch. Zusätzliche super geheime Zutat, ganz sicher keine Marshmallows. Professor Moses Murphy. I hardly know any of the faculty here. Frohe Feiertage, fröhliche Weihnachten und guten Rutsch. Genießt die Ferien. Die Kurse werden dieses Jahr nur noch härter. Frohe Feiertage. Glückwunsch zu einem weiteren Jahr. Nutzt die Ferien und dann um dankbar für all das zu sein, was ihr erreicht habt und hoffentlich in Zukunft erreichen werdet. Frohe Feiertage. Präsident Jasmin. Come on, Lucas. That's not your quote. You dressed up a line from a Christmas carol. I bet he'd go ballistic if one of his students did that. Lasst uns Weihnachten in unserem Herzen ehren und es feiern. Lucas kommt her. Okay. Hier kommen wir... Jetzt gucken wir nochmal, ob hier noch was ist. Ich liebe es in solchen Spielen einfach rumzuschauen und rumzuschnüffeln und nicht direkt durch die Hauptstory rushen, sondern einfach noch ein bisschen Game genießen, hier rumrennen und alles angucken. Ich liebe das einfach. Ich brauche das in solchen Spielen. Wait, Donner and Blitzen means thunder and lightning? Who knew Santa's reindeer were so metal? Donner und Blitzen bedeutet Thunder and Lightning, ein Heavy Metal Battle of the Bands. Weihnachten, 15. Dezember, das Rattenloch, eines ab. Wow. Hier finden wir jetzt, wie gesagt, vielleicht das Passwort für den Computer. Gucken wir gleich. Beats. And then she didn't. Dafür bitte denk dran, die Tür abzuschließen, wenn du mit der Benotung fertig bist. Thanks. Ja. Nicht? Martin has an A here. I knew it. Sophie would never fail this kid. Dafür vergiss nicht, die Noten online einzutragen, wenn du fertig bist. Passwort ist 1223. Geil. Endgültige Noten bis zum Ende des Semesters. Ja. 1223. Merken wir uns. Können wir in der anderen Timeline ändern. So, geil. Tür offen lassen und die Pin einfach offen liegen lassen. Nicht schlecht. Okay, jetzt haben wir hier alles gesehen, richtig? Dann wechseln wir jetzt wieder zur anderen Timeline. War hier noch ein Portal? Waren die jetzt noch auf der anderen Seite?
Warte mal, in Dings Büro kommen wir trotzdem nicht hier, ne? Ja, der ist auch da. Nee. Aktuell nicht rein. So, Portal. Gehen wir. Na, bevor ich zu Gwen gehe, gehe ich nochmal hier rein. 1, 2, 3, 3. Die Note fix ändern. Finde ich witzig. Enjoy the A, my dude. I think you've earned it. Was passiert? Okay, schon passiert. Wie gesagt, hier war ja zu. Na gut, dann gehen wir jetzt mal zu Gwen. Aber. Uns hier auch noch mal ein bisschen um. Ah, weil ich hier reinkomme, kann ich hier über das Portal in die andere. Das ist cool, in die andere Realität I will wechseln. Sehr never cool. be as cool as Gwen. Old school. Nice. Das Gwen auf Schallplatten steht, wirkt so oft. Irgendwas? Nee. More music I'm not cool enough to know. It's alive! Weil wir die Blume gerettet haben? Glaube ich. Haben wir die gegossen? Ich glaube, die haben wir gegossen. Irgendwas haben wir nicht gegossen, aber die glaube ich schon. A black rose? Pretty morose. Happy holidays to my favorite prof. I don't think a happy holidays is in the cards. It takes me ages to comment on one student photo. I can't imagine having to grade exams. Okay, ich wechsle jetzt mal kurz her, weil da kamen wir ja vorher nicht rein. Jetzt sind wir hier drin, jetzt können wir uns hier nämlich nochmal umgucken. Dr. Hunter, heute Morgen habe ich versucht, das Studentenamt anzurufen und zu erfahren, warum all ihre Kurse für den Rest des Semesters abgesagt wurden. Mir wurde deutlich gemacht, dass es mich nichts angeht. Dann habe ich versucht, die Präsidentin anzurufen. Sie ist nicht mehr rangegangen. Dann habe ich Hausmeister Rice gefragt. Wette, das ist Loretta. Dann habe ich Hausmeister Rice gefragt und er meinte, er habe gesehen, wie vom Sicherheitsdienst entfernt wurden. Und dass sie wegen Verdacht des Drogenverkaufs an Studenten suspendiert wurden. Ach nee, doch nicht. Ich werde sie nicht beleidigen, indem ich frage, ob sie schuldig sind. Ich wünsche ihnen einfach das Beste und möchte ihnen sagen, dass sie die beste Lehrerin sind, die ich je hatte. Mein Studentenvisum gilt nur noch für ein Semester. Aber falls es irgendetwas gibt, was ich für sie tun kann, oder falls sie mal nach Bangkok kommen sollten, melden sie sich. Dann Somchai. Dr. Hunter, das ist so ein Scheiß. Sie sind super. Ich bin besoffen. Alles gut zum Geburtstag. Ich entschuldige mich für das Briefpapier. Ich hatte nichts anderes zur Hand. Ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, dass dies nicht akzeptabel ist und dass du bei der Anhörung nächste Woche auf unsere Unterstützung zählen kannst. Falls du einen Anwalt brauchst, kann ich dir einen empfehlen. Wir werden dagegen ankämpfen, wenn wir reden mit Zeitungen, wenn es sein muss. Caledon Literaturabteilung. Du wirst gerecht werden. Okay. Gibt's noch was Gutes hier? Lebende Pflanze? I hope somebody is coming in to water you guys. Preferably someone who doesn't have to break in through an alternate dimension. So they took her computer. Probably going through it right now. Tossing Gwen out screwed everybody over. Können wir die einem Lehrassistenten überlassen? Sorry, wegen der zusätzlichen Arbeit, Livia. Will Gwen be allowed to come back for these? Also, ich sag mal, selbst wenn sie suspendiert wird und vielleicht nie wieder hier arbeiten dürfte, sie muss ja eigentlich trotzdem das Recht haben, ihr Zeug hier rauszuholen, ne? Also. Ist ja sicherlich auch Zeug drin, was wirklich ihr gehört. Okay, mehr sehe ich hier jetzt tatsächlich nicht. Deswegen wechsle ich jetzt mal wieder. Ist ja nicht so, dass wir gerade hinter Gwens Rücken Zeit gewechselt haben. Total unauffällig. Total unauffällig.
It takes me Ja, hallo? ages to comment on one student photo. I can't imagine having to grade exams. One of Safi's former students, I guess. Dr. Hunter, zuallererst möchte ich Ihnen mein Beileid ausdrücken. Ich weiß, Sie und Safi standen nah. Sie kennen mich nicht und es gibt keinen Grund, dass Sie es tun sollten. Ich weiß, es ist unangebracht, dass ich damit zu tun komme. Doch ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich sonst tun soll. Vor Ihrem Tod half Safi mir. Ich weiß, dass Sie auch selbst als Mitglied der LGBT-Gemeinschaft. Okay, zweite Seite? Können wir nicht lesen. Okay. Was zum Angucken? So. Eigentlich haben wir jetzt soweit alles. Die Rose hatten wir, die Shot? A black rose? Ja, hatten Pretty wir. morose. Haben wir jetzt alles gesehen hier? Ich glaube, ja. Können wir sie jetzt nämlich ansprechen? Is that Safi's book? Hey, Gwen. Max. No conversations for you to conveniently overhear this time. Sorry to disappoint. Actually, I need to talk to you about Safi. No reason to beat around the bush. I know you got Safi's book deal canceled. Shit. What I don't understand is why. You really have a knack for learning shit you're not supposed to know, you know that? So I've been told. Well then. Ja, vielleicht erzählt sie jetzt wenigstens mal was. No use fighting the inevitable. What do you want to know? Okay. Warum hast du das Safi angetan? Wie hast du den Verlag überzeugt? Sprang gerade raus. That book meant the world to Safi. You had to know that losing it would break her heart. Of course I did. I busted my ass to help Safi get that deal in the first place. Introduced her to my agent, my publisher, lobbied for her. I don't regret it. That book was good. This keeps getting weirder and weirder. Das Angebot organisiert und dann gecancelt? Let me get this straight. You helped Safi get the deal, and then you killed it? If it had to be done, it made sense for me to do it. You know, I brought you into this world, etc. So what did you tell the publisher that made them nix the deal? I told them there was incendiary content in the book. Which was true. It would have harmed a lot of people. Safi included. War daran Aufrührerin. Safi's book was incendiary? How? What was it about? You really don't have an off switch, do you? How much did Safi tell you about Maya Okada? Sehr gut, das war Gwen's mal bringing up Maya? Time to pay attention. verwirrt. Maya Okada? Safi never mentioned the name. She always did keep her cards close to her chest, didn't she? The two of them were like the creepy twins in The Shining. You never saw one without the other. And that Vin Lang kid used to follow the two of them around like a lost puppy. But Okay. then Maya took her own life. And that's what Safi wrote about in her book? Maya's death and everything around it. Her anger at her mom for even thinking of Caledon when she'd just lost a soulmate. Ultimately, I realized it wasn't worth putting Yasmin and Safi through all that again. I made a call. I don't know if it was the right one, but it's one I made.
Sounds like Yasmin can tell me more about Maya. I'll have to be tactful. Oh, taktvoll vorgehen ist nicht so meine Stärke, ey, wirklich. Frage, Safis Mann. Ich habe jetzt keine Wahl, ich muss das One last thing. Is that Safi's manuscript? Oh, part of it. Why? Can I read it? No. That's where I draw the line. I don't trust you not to dig up old graves. Jesus. I've spilled too much already. Let's call this conversation over. Huh? Ja, wir wissen wenigstens, wo es hingetan hat. Shit. Now I'm even more convinced there's something important in that manuscript. Schön, dass du da bist. How do I get my hands on a copy? Eine Nachricht, warte, Moses. Warte. Hey Max, ich weiß, es war ein ereignisreicher Morgen und ich verarbeite. Aber ich habe eine. Kommst du meine Nachrichten der anderen Zeitlinie? Ich versuche, das Ausmaß deiner Fähigkeiten vom was zu verstehen. Was? Gibt's keine Physik? Es sieht nicht so aus, als würde ich die erhalten. Nein. Okay, cool. Das ist eine große Hilfe. Ich melde mich später, wenn ich etwas von dem, was vorhin passiert ist, verarbeitet habe. Okay, ich habe ein wenig die Situation mit Aldermann angeht. Und es ist echt seltsam. Weder die Staatspolizei noch Vermont noch die Polizei haben je von einem Detective Alderman. Was? Weder die Staatspolizei von Vermont noch die Lakeport-Polizei haben je von einem Detective Vincent Alderman gehört. Jemals. Was zur? Seltsam, ja, sowas von. Was ist das denn für ein Typ, wenn der... How can they have no record of him? They sent him. Okay, ja, das ist komisch. Gelinde ausgedrückt. Faszinierend. Warte. Ben wurde dabei aufgenommen, wie sie Drogen an Ständen verkauft. Aber sie wird... Das war sie nicht. Es ist wieder Doppelgänger. Videoaufnahmen von Gwen D. Eindeutig wie sie aus, aber das Grinsen Richtung Fahrer wirft weitere Fragen auf. Gwen hatte das damit zu tun, dass Safis Buchangebot gecancelt wurde. Warum? Also war es Gwen, die es in die Wege geleitet hat, dass Safis Buch hat dafür dem Verleger eine E-Mail geschickt. Als ich Gwen damit konfrontierte, dass sie für Safis gecanceltes Buch verantwortlich hat sie nicht mal versucht zu leugnen. Ich dachte, sie würde in die Defensive. Gwen hat Safis Buchangebot gecancelt, weil es aufrührerischen Inhalt über Safis Freundin Maya enthält, eine ehemalige Kalidon-Ständin, die Selbstmord beging. Moses meinte, Dr. Gwen Hunter würde mehr über die Situation mit Maya wissen. Hat er recht. Gwen hat bestätigt, dass Maya Okada Safi sehr nahe stand und dass sie sich das Leben genommen hat, aber an dieser Geschichte ist mehr dran. Bitte... Ich wusste, dass der Kuschel an Safis Windschutzscheibe gelandet ist, obwohl ich die Detail erwähnt habe. Win und Safi haben miteinander geschlafen. War der Kuschel die Tat eines Ex... mit dem Handy wissen wir auch schon. Win und Safi haben miteinander geschlafen und Safi und Maya Okada standen... Ah, kannte Win Maya auch. Win meinte, Win sei Safi und Maya immer nachgelaufen. Das Jasmin wüsste. Wie viel genau weiß Jasmin über die Situation mit Maya Okada? Gwen deutete an, dass Jasmin Folgen Mayas Tod involviert war. Ich sollte mit der Chefin unterhalten. Wir haben alles gesehen? Ich glaube ja, ne? Okay, wir müssen nur gucken. Wir müssen jetzt eigentlich noch an dieses Manuskript kommen, aber ich wette... Was passiert, wenn ich nochmal sprechen drücke? Please. Okay. No more questions, Max. Aber... Boah, wenn sie das in dieser Zeitlinie da reingelegt hat, ist es in der anderen Zeitlinie auch so? Bin gespannt.
Oh. If I'm lucky, maybe this Gwen left Sophie's manuscript behind. Ja, mal gucken. Wenn wir Glück haben. Oh, es ist da, sehr gut. Sehr geil. Gotcha. All the daughters we don't talk about, Safi feiert. All die Töchter, über die wir nicht reden. Reading Sophie's manuscript after all this feels like, I don't know, being hit by a tidal wave. 1 Million Meilen unter meinen Füßen liegt sie still, immer noch in der Sonntagszeitung. Wir töteten sie mit unseren eigenen Händen oder unseren fehlenden Händen. Ich tötete sie mit meiner Stimme oder meiner fehlenden Stimme. Mayas Buch war wie ein Kind oder ein Tumor oder eine erwachende Bestie. Auf der ersten Seite schrieb sie, dass sie ertrinkt. Als sie es beendete, war sie ertrunken. Sätze der Physik. Die Ertrunkenen kommen immer an die Oberfläche, was nicht ausgesprochen wird. Trotzdem, du kannst sie in Stücke hacken, kaufen, aber ihre Geister bleiben. Kannst. Schweben dort in der Ecke meiner Küche. Dem vertrauten Blick. Der Blick, der sagt, renn den Einband auf, lass die Seiten fallen, federleicht wie Vögel, die abgeschossen wurden. Der Blick, der sagt, nimm ihm alles, was er hat und... Was? Spannend. Okay, der Jasmin, der lebendigen Welt im BK-Gebäude reden. Okay. Explosive. Let's see what Yasmin has to say about her. So, ist sie jetzt im... Nee, Moment, wir müssen wieder in die andere Zeitlinie, um hier abzuhauen. Haben wir ja alles gesehen, ne? Ja. Okay, let's go. Would you mind closing it behind you, Max? Okay, müssen wir eigentlich... Die soll ja eigentlich hier sein, BK-Gebäude. Das ist ja hier. Nur mal gucken, wo sich Jasmin befindet. Andere, wo ihr Büro ist, ist ja das Verwaltungsgebäude. Aber Jasmin ist nicht hier. Möglicherweise ist das auch nur ein Übersetzungsfehler oder sowas. Ich dachte, sie ist nicht hier, oder? Nee, in der anderen Timeline ist sie bestimmt auch nicht. Der Jasmin, der lebendigen... Ach so, in der lebendigen Welt. Und jetzt nämlich in der verstorbenen Welt. Dann... Ja, sehr gut. Müsste sie ja jetzt auch wieder... Also müsste sie ja jetzt auch hier irgendwo sein. Genau. Sag ich doch. Sorry, Yasmin, but I'll need to interrupt your downtime with some questions. Okay, time for a delicate conversation. Spannend. Hi, Yasmin. Maxine, how are you? I was worried after your nosebleed yesterday. Like I said, I get those all the time. Still, be careful. Small symptoms can be signs of larger problems. A toothache can mean a heart attack. I'm gonna try not to think about that too hard. I was hoping we could talk. Come, sit. Wird Quinn gefeuert? Sie scheint gut gelaunt zu sein. Tagesbrandbewölkung. Mal hier mit an. Have you seen Sophie today? No. We're meeting later this afternoon. I can tell her you were looking for her. I heard about what happened to Dr. Hunter. Yes. Would you really fire her? That depends on the findings of the committee. It's out of my hands now. Gut getan zu sein. You look like you've won the day. Coffee's that good? Our ratings are.
Caledon is once again one of the top universities in the country. The coffee is just so-so. Did Safi tell you her book deal was canceled? What? No. How was she when she found out? Not sure, but I bet she was devastated. Oh, Safia. I'll be sure to talk to her about this. Oh Gott, reden wir über I Maya. wanted to ask you about something. Have you heard of a student named Maya Okada? Of course. She took her own life. 4 years ago. A horrible tragedy. I think Safi's book was cancelled because it was about Maya. Impossible. Safia didn't even know Maya. Did Yasmin just lie to me? Do I call her out? She'll be pissed, but I can cut straight to the point. Or should I go along with it and see what narrative she's trying to spin? Okay, weil wir wissen ja jetzt... Ach du Scheiße. Wir wissen ja jetzt von mehreren Stellen, dass Safia und Maya sehr, sehr gut befreundet waren. Und deswegen finde ich es jetzt ganz schön krass, dass die Chefin und die Direktorin mich hier hart anlügt. Aber zur Rede stellen ist, glaube ich, falsch. Ich glaube... Oh, ich weiß nicht. Ich habe schon so viele falsche, oder schlechte Entscheidungen getroffen im Spiel. Ich glaube, wenn ich sage zur Rede stellen, dann könnte ich es bei ihr auch versauen. Will ich nicht. Weder in der noch in der anderen Welt. Ich glaube, ich spiele erstmal mit und gucke, was bei ihr rumkommt. Of course. I don't know why I thought they knew each other. It's just... What? Kein Gerücht über Maya. Ich habe widersprüchliche Meinungen gehört. Gerücht über Maya. Sag mal, das mit den Meinungen ist, glaube ich, besser. Everyone seems to have a different opinion of Maya. It's hard to track what's true. I understand that Ms. Okada was a bit chaotic. So, she had a bad reputation. No wonder you didn't want her and Safi associated with each other. Exactly. Strange. I really thought Vin's statement closed the matter. Shady Statement? cow skull throwing Vin is involved? Enough ancient history. I have a favor to ask. Safia's been distant lately. Could you keep an eye on her for me? Ich weiß mir nicht wohl. Ich weiß mir nicht wohl. I don't know if I feel comfortable doing that. I'm not asking you to spy. Just let me know how she's doing from time to time. Yeah. Sure. I'll look out for her. Thank you, Maxine. Oh, the time. Let's do lunch again. Somewhere with more atmosphere than the other place. That was odd. What did she mean by Vin's statement? Maybe I'd better talk to Vin myself. Okay, Hey Moses, tut mir leid zu stören, aber ich habe eine Frage zu Vin Lang und Maya Okada. Natürlich, was geht? Moses nach Vins fragen. Weißt du, ob Vin nach Mayas Tod eine Stellungnahme veröffentlicht hat? Ich habe es damals nicht gesehen, weil ich... Ich habe es damals nicht gesehen... Hallo, ich kann nicht so schnell lesen. Okay. Ich habe es damals nicht gesehen, weil ich noch nicht in Caledon war, aber Safi hat es
mal gezeigt. Warte kurz. Er hat gesagt, Maya war eine unglaublich talentierte Schriftstellerin. Doch sie hatte auch Probleme. Wir versuchten ihr die nötige Hilfe kommen zu lassen. Doch das hat nicht geholfen. Wenn wir gewusst hätten, wie schlimm es war, hätten wir mehr getan. Oder? Du bist Moses, du bist ein Schatz.